Ja, hallo ihr Lieben, willkommen zum neuen Video. Ich weiß, ich bin euch das schuldig, ja, es geht um die Klimaanlage. Es haben sich doch einige gemeldet in den Kommentaren, dass sie das gerne im Detail erfahren würden, wie ich die gebaut habe. Ja, natürlich muss ich dazu sagen, es gibt keine Garantie oder Gewährleistung auf diesen experimentellen Aufbau, auch keine Garantie, dass das bei euch funktionieren wird. Für uns hat es funktioniert, weil es ein sehr kleiner Bereich ist, den wir hier kühlen wollen damit. Aber das Fazit dazu gibt es noch am Ende. Also jetzt kommen die Szenen, die ich schon im Frühjahr in Portugal gefilmt habe. So, hallo liebe Leute, es geht los mit der Klimaanlage. Und zwar haben wir hier den Lüftungsschlitz für die Klimaanlage, da kommt die Luft raus. Und die hat aber zwei Funktionen. Im Winter kommt da die warme Luft von der Gasheizung raus. Und im Sommer baue ich das Ganze um in einen kürzeren Kreislauf. Da kommt dann nämlich die Frischluftansaugung von hier und dann zirkuliert hier die Luft und es kommt nicht mehr von vorne von der Heizung die warme Luft daher. Also das muss jetzt umgebaut werden und jetzt zeige ich euch das ein bisschen. Jetzt sind wir hier drin im Schrank. Das ist das Warmluftrohr bzw. auch die Ansaugung für die Klimaanlage. Ich werde das Ganze jetzt einmal hier ausräumen, weil das ist ja unser Essensschrank und dann schauen wir es uns nochmal genauer an. Also wir haben einmal hier das Kabel für den Temperatursensor, der danach hier liegen wird. Hier ist die Ansaugung. Hier wird die zu kühlende Luft angesaugt aus dem Schlafbereich und wandert dann über dieses Heizungsrohr in die Kühlanlage hier hinten. Da muss ich auch nochmal ausräumen, dann zeige ich euch das. Eine Sache noch, ich bin kein Elektriker, also bitte daran denken, bevor ihr irgendwelche Kommentare schreibt. Bah, wie schaut denn das aus? Hier sehen wir die Thermostatsteuerung von dem Ganzen. Das ist der Einschaltknopf von hinten. Hier haben wir ein 200 Ampere Lastrelais, das die ganze Last steuern kann. Das heißt hier, dieses Thermostatsteuergerät nimmt sich über den Temperaturfühler hier unten die Temperatur und dieses Steuergerät sagt dann dem Relais, ob es die Klimaanlage ein- oder ausschalten soll. Ich habe hier noch einmal ein PVM-Regelmodul für die Tauchpumpe und mit diesem Potty kann ich den Durchfluss, den Wasserdurchfluss regeln, weil das war viel zu schnell. Für diese Peltierelemente reichen 2 bis 3 Liter in der Minute. Diese Pumpe, die schafft bis zu 50 Liter die Minute. Das muss nicht wirklich sein. Deshalb kann ich hier die Drehzahl runter regeln. Je nachdem, wo man ist, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, kann mehr Kondenswasser entstehen, würde hier in diesen Edelstahlbecken aufgefangen werden. Dann schauen wir hier, dass wir wieder den Kreislauf hier herstellen. Das heißt, dieses Rohr wird entfernt, dieses Rohr wird hier direkt angeschlossen. So liebe Leute, es ist vollbracht, es ist wieder umgerüstet auf Klimaanlagenmodus. Hier geht der Temperatursensor rein für das Thermostat. Dann geht das Ganze hier hoch und die Luft wird hier gekühlt. Da kommt die Luft rein und da oben kommt sie raus. Also da drin sieht man den Temperatursensor, der steht da drin im Luftstrom und gibt damit eine akkurate Lufttemperatur an den Thermostatregler. So, das Ganze läuft jetzt. Wie man sieht, hier eine Einsitztemperatur unten mit knapp 26 Grad. Das ist eingestellt auf 20 Grad, das heißt ab 20 Grad Einsitztemperatur unten regelt die Klimaanlage runter und die Kühleinheit wird abgedreht. So Leute, und der Tag ist gekommen. Es ist heiß genug, dass wir gerne eine Abkühlung hätten, zumindest im Schlafbereich. Also lassen wir jetzt einmal die Klimaanlage 1 Stunde laufen. Wir werden schauen, wie viel Strom sie verbraucht und um wie viel sie den Raum da hinten kühlen kann innerhalb der 1 Stunde. Ich habe jetzt die App von Victron Energy offen, vom Laderegler. Und man sieht, die Batterie hat 14 Volt. Der Laderegler hat runtergeregelt auf 0 Volt. Es wird nicht mehr geladen. Die Batterie ist voll
Und damit wir danach auch wirklich wissen, wie viel Strom verbraucht wurde, werde ich jetzt die Solaranlage stilllegen. Ich werde also den Laderegler ausschalten und dann können wir genau sehen, wie viel Strom aus der Batterie rausgesaugt wurde. So, hier tun wir einmal das Ladegerät deaktivieren und jetzt kann der Test losgehen. So, jetzt werden wir mal bei unserem Batteriecomputer auch die Anzeige auf 0 stellen. Dann gehen wir auf Clear, drücken einmal auf OK. Alles steht auf 0. Und wenn ich jetzt diverse Verbraucher aufdrehe, dann werden wir sehen, dass hier ein Verbrauch stattfindet. Und dann starten wir jetzt einmal die Klimaanlage. Wie ihr sehen könnt, haben wir 28 Grad, das zeigt der CO-Melder. Das Dachfenster wird einmal zugemacht, die Jalousie. Und dann machen wir hier den Vorhang zu und dann lassen wir die Klimaanlage 1 Stunde lang laufen. So sieht das Ganze aus. Dann werden wir hier mal aufdrehen. Es kommt schön kühl raus. Also lassen wir das Ganze jetzt laufen. Wir haben jetzt 16:09, das heißt um 17:09 ist der Test vorbei. Nicht wundern über die Hintergrundgeräusche. Ja. Die Leni kocht währenddessen. Es ist leider so auf kleinem Raum, wenn der andere was macht, dann macht der andere auch irgendwas. Unser Video schon länger schaut, dann wisst ihr, dass wir hier hinten in diesem Bereich unser Bett haben. Das ist 1,95 Meter lang, 1,20 Meter breit. Und ich muss noch genau ausmessen, wie viel Platz wir nach oben haben. Wie ihr seht, ist es ziemlich warm draußen. Wir haben knapp 30 Grad. Da macht es schon Sinn, dass man die Klimaanlage mal laufen lässt im Bettbereich. Dann kann man schön im kühlen und im abgekühlten Raum schlafen gehen. Dieser Wasserhahn hier unten kommt direkt aus dem Tank. Deshalb lassen wir hier jetzt einmal das Wasser ab und schauen uns die Temperatur von dem Wasser an. Momentan zeigt es 29 Grad an. Das ist die normale Lufttemperatur hier, knapp 30 Grad. Stecken wir das Ding ins Wasser. Schauen, wie viel es abkühlt. Also wir haben eine Wassertemperatur von 22 Grad. Momentan ist unser Wassertank voll, das heißt es sind ca. 120 Liter drin. Wir haben gestartet mit 22 Grad Wassertemperatur. Schauen wir, wie viel es sich erwärmt hat nach einer Stunde. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade hören könnt, aber das ist die Geräuschentwicklung von der Tauchpumpe im Wassertank. Ich habe hier jetzt mal das externe Mikrofon, ich halte das daher. Hier dahinter befindet sich die Tauchpumpe, vielleicht hört ihr das. Kaum hörbar, stört überhaupt nicht. Weiter geht der Test. So, die Klimaanlage läuft. Wie wir sehen, sind wir bei 29,3 Ampere, was rausgehen. Das heißt, knapp 400 Watt zieht momentan das Peltierelement. Wie ihr seht, haben wir mittlerweile 4 Amperestunden verbraucht und 55 Wattstunden. Dadurch, dass das Ganze insgesamt nicht mehr als 30 Ampere Strom zieht, kann ich es tatsächlich von der Solaranlage laufen lassen. Ich habe einen 30 Ampere Laderegler. Ich habe zwar 550 Watt am Dach, aber der Laderegler ist etwas unterdimensioniert. Das heißt, ich kann nur 430 Watt davon nutzen. Das reicht aber genau aus, um die Klimaanlage laufen zu lassen über 100% Solarstrom. Momentan läuft es nicht über Solar, sonst könnten wir ja den Verbrauch nicht messen, weil der Strom direkt wieder vom Dach reinkommen wird, den wir verbrauchen. Das ist Halbzeit. Der ganze Test läuft mittlerweile seit einer knappen halben Stunde. Wir haben hier mittlerweile 30 Grad. Wir haben knapp 14 Amperestunden verbraucht, 180 Wattstunden und sind nach wie vor bei knapp 30 Ampere Verbrauch und knapp 400 Watt Leistungsaufnahme von der Klimaanlage. So, die Anlage läuft seit einer Stunde und wir haben in einer Stunde knapp 400 Wattstunden, 396 Wattstunden und 30,3 Amperestunden verbraucht. Ja, dann begeben wir uns in den hinteren Bereich. So, wie wir sehen können, haben wir 22 Grad. Damit kann man gut leben. Man kann es sich hier hinten gemütlich machen bei 22 Grad. Im vorderen Bereich hatten wir 30 Grad. Noch einmal zur Veranschaulichung, knapp 24 Grad Eingangstemperatur und hier oben
kommt die Luft mit 3 Grad raus. Mein Problem momentan ist aber, dass der Ventilator ziemlich langsam ist. Der Luftdurchsatz ist sehr niedrig, deswegen kriege ich die kalte Luft nicht raus. Das heißt, die Klimaanlage könnte durchaus effizienter sein und besser kühlen, aber ich muss mir erst einmal noch mehr befassen damit, eventuell einen stärkeren Ventilator einbauen, damit der Luftdurchsatz größer ist. Aber man sieht, sie funktioniert. Sie kann den Raum hier kühler machen als im vorderen Bereich. Vorne im vorderen Bereich haben wir nach wie vor 30 Grad. Hier haben wir jetzt 24 Grad. Und wir lassen hier jetzt einmal einen guten Liter Wasser ab. So viel befindet sich nämlich ungefähr in der Leitung. Und jetzt werden wir hier ein Wasser reinlassen. Und dann messen wir jetzt wieder die Temperatur. Wir sind bei konstanten 23 Grad, 22. Das heißt auf Deutsch, wenn eine Stunde lang die Klimaanlage läuft und unser Wassertank ist voll, ändert sich kaum die Temperatur. Sie hat sich vielleicht um ein halbes Grad geändert. Das heißt, das Wasser ist vielleicht um ein halbes Grad wärmer geworden, aber mehr nicht. Jetzt habt ihr ungefähr gesehen, wie der ganze Aufbau ist. Eins noch zur Erklärung. Das Peltier-Element ist wassergekühlt, nämlich durch unseren Wassertank. Im Wassertank ist eine Tauchpumpe und die zirkuliert das Wasser zum Peltier-Element und retour. Wie gesagt, ich habe es einmal schon erklärt in dem Video, es war ein Experiment von mir. Ich habe eben damals nicht das Geld gehabt, damit ich investiere in eine 12 Volt Klimaanlage, in eine Kompressor-Klimaanlage. Ab 1000 Euro bekommt man sowas, meistens sind sie aber dann trotzdem 220 Volt, das heißt man braucht den entsprechenden Inverter dafür, den entsprechenden Wechselrichter. Hatten wir damals alles nicht. Deshalb habe ich mich entschieden dafür, das Ganze selber zu probieren mit einem Peltier-Kühlelement. Und wie ihr es gesehen habt, es funktioniert, es kommt kalte Luft raus, aber man muss halt eben wissen, dass das eigentlich ein riesengroßer Energievernichter ist, so ein Peltier-Element. Eine Kompressor-Klimaanlage, die kann natürlich viel effizienter mit dem Strom umgehen, den sie benutzt. Deswegen kann ich es eben nur empfehlen, wenn man tatsächlich Strom im Überfluss hat und genug Photovoltaik am Dach. Wir haben dieses Ding immer mit 100% Photovoltaik laufen gehabt und dadurch hat es uns eigentlich keinen Stromverbrauch gekostet, weil der Strom direkt vom Dach kam und der Akku sowieso schon voll war. Sonst, wenn man das Ding tatsächlich nur vom Akku betreiben möchte, muss man eben schon damit rechnen, dass der relativ schnell leer ist. Das Ding hat in einer Stunde ungefähr 35 Ampere-Stunden verbraucht. Jetzt könnt ihr natürlich ausrechnen, wie lange das laufen kann, wenn ihr nicht die entsprechende Solarleistung habt. Aber solltet ihr so viel Solarleistung haben, könnt ihr das natürlich über Solar laufen lassen. Dann kann ich es empfehlen, es ist eine günstige Alternative, aber eben keine Wunder erwarten von diesem Produkt. Es ist hat einen sehr schlechten Wirkungsgrad. Peltier-Elemente haben einen schlechten Wirkungsgrad. Das meiste von dem Strom wird in Hitze umgewandelt und ein kleiner Teil vom Strom wird umgewandelt in Kälte. Und in dem Fall können wir nur die Kälte nutzen. Außerdem kann dieses Peltier-Element nur einen gewissen Temperaturunterschied zur vorhandenen bzw. Außentemperatur schaffen und es kann nicht den eingestellten Wert erreichen, wenn er einen zu hohen Unterschied darstellt. Das heißt, wenn wir 40 Grad Außentemperatur haben, können wir das Ding zwar programmieren auf 15 Grad, wird es aber nie erreichen, einfach weil dieses Peltier-Kühlelement nicht den Wirkungsgrad hat. Dann müsste es wahrscheinlich so groß dimensioniert sein, dass es 1,5 Kilowattstunden verbraucht. Das gilt es natürlich zu beachten. Wir haben einen sehr kleinen Bereich hinten im Bett, den wir von dieser Kühlanlage kühlen lassen. Der hat ungefähr 2,5 bis 3 Kubikmeter. Also das ganze Fahrzeug könnte auf keinen Fall davon gekühlt werden. Und dementsprechend müsst ihr euch das gut überlegen, ob ihr das probieren wollt für euch selbst oder ob ihr tatsächlich lieber das Geld investiert in eine Kompressor-Klimaanlage. Das würde ich empfehlen und würde ich auch das nächste Mal machen. Nur ich fand es einfach interessant, das zu probieren und die Funktionsweise zu veranschaulichen. Funktionieren tut es soweit, aber wie gesagt, 12 Volt Kompressor-Klimaanlage ist auf alle Fälle die bessere Option, aber natürlich auch die teurere. Ja, das war das Fazit zur Klimaanlage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ruhig noch Fragen stellen und ja, sonst würden wir uns natürlich freuen über einen Daumen nach oben
Ihr könnt uns sehr gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bei Fragen oder diversen Anregungen schreibt es bitte in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Ihr dürft gespannt sein, wie es weitergeht.